Aber eigentlich müsste doch schon die Flut kommen, oder ist das Tal schon überflutet? Erstmal in Ruhe genießen. Was ist denn das? Die Titanic mit einem Flugzeug? I knew my brain was doing something special. Was ist das denn? I thought I'd wake up with an idea for a new shape or color. Everybody would love my new shape or color. But instead, my brain gave me a dream which made people afraid, which is making you leave. Hast du Angst? The dream scared me, but also made me glad to be alive. I am happy to keep living. I don't mind. The elder said it means this season is ending soon. I want to tell you the dream now. Let's shut our eyes and lay on the roof. We are already on the roof. That's good. I'll speak the dream out loud and you imagine it. You can close your eyes now. I'll tell you when to open them. I am in the forest. The sun is bright. My stomach rumbles. I'm hungry. I look for something to eat. There are fruit trees lining the path. I look for one to pick, to eat. I climb up one of the trees and reach out to grab a shining red apple. I blink, and suddenly the apple is rotten. It looks like it's full of spiders. I blink again, and now the apple is just a baby apple. Not ripe or rotten. I lose my balance and fall onto the ground. The apple changes colors. Some are eaten, some disappear. I hear a voice. Someone is there with me. I try to recognize who they are, but their face keeps changing. They're kind of everyone. I tell them I'm hungry. I want what the earth is trying to give me. They say, these aren't apples. They're memories of every apple I've ever seen. There's something wrong with my eyes, and there's something wrong with the soil. They say I need to look into the sun to clear out my vision. They say we're gonna look together, and that when we do, they'll melt away. They want to. Then behind them I see you, watching from the shadows. You've been taking notes on everything. This makes me feel better. I turn my head and I let the light in. I lose track of everything. When I get my senses back, I find myself holding a round, red fruit in my hand.
I don't know what it is. But I take a bite, and it's the most delicious thing I've ever tasted. Then I woke up. You can open your eyes now. You probably have questions. Etwas stimmte nicht mit der Erde. It wasn't only my fault that the apples were acting funny. It seemed like the natural world, or whatever it's called, the land didn't know what time it was either. The soil had to forget a little. Wer war die Person neben mir? The face of the ghost person in the dream? They were everyone and no one. It reminded me of someone I used to look for. My birth was not easy. I was bigger than most babies. Okay. After I was born, the elder advised them not to have any more children. But years later, my parents tried. They told me I'd have a sibling. But we lost them a few weeks later. I felt like it was my fault. I should have been born last, if ever. I needed to see this missing person somewhere. So I searched faces for a face I'd never seen. I thought I had to carry them forever. But in the dream, they wanted to become part of everything. I had to let them go, which felt like a piece of me was dying. It hurts a lot, but it's a nice thing to do if you can. To let part of you become part of everything. Oh, I feel a bit winded now. I feel like everything is happening the way it should. But I still wish none of it would happen at all. I wish my dream didn't mean anything. I wish we had wasted more time together. Nichts ist verschwendet, alles ist hier. I know. Thank you for reminding me. We'll go down this roof together, and you'll keep going down and down, down into the heart of the world. Thank you for listening to my dream. Hatte ich eine andere Wahl? Ich glaube nicht. Traumlauscher. The warning lights look bigger than an easel's photo. Ja, das ist weiter, okay. The sound is so forlorn, trying to speak to the ocean. The elder told me she grew up on a watery republic. The ship was commandeered during the war. Das wird das Schiff sein. Vier Master, das könnte aber die Titanic sein, ne? Oh, Propeller aus purem Gold. Quatsch. This ship is massive.
I guess that's why they were described as floating nations. Ah, zu weit weg. My dad snored real loud, with a kind of pride about it, somehow. One time it was so bad, Mom made him sleep in the plaza. Oh, gemein. Pate's gonna be jealous when I tell him I saw an actual boat. Hello. I love you. Ice cream. Du sprichst meine Sprache besser als ich deine. No problems. What this do? Das soll die Leute warnen. For people. Ja. Sieh an, wie die Sonne untergeht. You turn them on? Aha. I think wrong. It's not for sport. My village. Ist auch ein I Reisender. draw Hä? the life. You see? You? Ein Dorf ist sicher. Safe village. So. Ah, tree. Beautiful tree. I have tree. It's weird, no? I have weird. Public lizard. For everyone. Ist das was Religiöses? Oh, haha. I say I live home. My mother no cry goodbye. Your mother? Meine Mutter war emotional. Ah, sad mom. Morning I leave. I go far, far? Alone, long time. Why you leave home? Warum nicht? Why not? Warum bist du gegangen? Ubam negeo se giallo. Was? Why not? Same. Look at crab now.
I see. I like it. I draw. What you like? Aha. Sound. To play sound. You play sound. Haben nicht viel aufgenommen. I heard a lot of music on my trip, but never saw anybody playing it. Just instruments, recordings, echoes. Good. Here? 3 days together. Friend now. So that I go. Habe einen alten Mönch getroffen. Jetzt wird er reisen wie du und ich. He is big man. Good hair. Now, here, together, we are same. Stockduckel hier. The lights sent out a warning to the other side of the world. I wondered if anyone was watching. I wondered if anyone remembers what it means. This season is over. My new friend is sailing home in the morning. I've decided to go with him. I feel so scared and so relieved at the same time. I can't think straight. Before sailing into the unknown, I checked in on my journal, my letter to the future. Ja, da fehlt einiges an Bildern, ne? Wir haben später nicht alles gefüllt. Sehr viel alles. Das ist... Gibt noch eine Menge zu entdecken. Hier, achso, warte mal. Könnt ihr ja noch platzieren. Warte.
Kochi collected objects around the valley and laid them to rest at his father's grave. I've collected memories. Where will they be laid to rest? The museum vault? Neue Stempel und Ende freigeschaltet. Da kommen mir. Okay. Ich glaube, wenn wir das hier... Das schaffen wir ja nicht. Siehst du, hier habe ich nicht genügend Bilder gemacht. Verdammt. Ich glaube, wenn man viel mehr von den Andenken erzeugt, platziert, hast du dann auch andere... ich glaube, Teilenden, wo vielleicht mehr erklärt wird. I hold tight to the feeling of being almost lost, barely lost, wandering with conviction. If I could tell Dad that I left home, I would describe this feeling to him in detail. There isn't enough room for a cemetery in my village. Here, memory is granted space. Land is used to let the living meet the dead. Or maybe it's the other way around. Ja, cool irgendwie. Aber die hat so wenig von sich selbst gehalten. Oh, da war ein Küken gerade rausgeschlüpft, ne? Ja. A face worn with the strain of creation. She is compelled to create, like how I feel compelled to document this season. Er hätte mehr Bilder machen sollen. An old monk surrounded by his memories. Is this a shrine to a god? Or is it a shrine to his past? Ah, guck mal, cool. Das Foto, was wir nicht machen brauchten. Deine Fotos sind doch größer als unsere. On the beach, I move through the wreckage of an old season, and a way to warn the world about the arrival of the next. The cycle will continue. I hope I played my role well. Okay, dann machen wir noch so viel wie möglich. Hier haben wir nichts weiter. Oh, warte mal. Schade.
Schade, dass das kaputt gegangen ist. We build our lives out of what we leave behind as much as from what we carry with us. Huch, warum ist das so klein? The earth gave and gave. It did not let up. Not even at the last minute. We collect the fruit of the land we know is dying. Who could forgive us? Oh, hier haben wir nicht alles. Oder doch? This valley is so different than my village, but both places have an enormous tree watching over them. This tree will pass in the flood. What will be the end of the tree in Cairo? Das ist so weit oben. Schaffen wir nicht, verdammt. What we do to the land eventually makes its way into our blood and our brains. This can define a season. The scale of the old world grew beyond human proportion, maybe beyond human feeling. The parking lot will never die. Okay, den kriegen wir auch noch fertig. The process of taking people out of the valley was also a kind of ritual, a way of bridging one life to another. They know the world they're leaving. The next one hasn't been created yet. Das sind alles Lebensabschnitte, ja. Ist irgendwas passiert, was einschneidend war, was gewohnte Umgebung verschwinden lassen hat oder was man aufgeben musste. A green space. Im Guten wie im Schlechten. I feel memory in the air like pollen. It reminds me of a poem my dad was never able to finish. The first line was, "If you want to awaken the dead, just whisper."
Oh, es hat gereicht. The greyhounds are the future in all its uncertainty, the good and the bad, the hope and fear of progress. The loneliness of this season will be left behind. A collective project is coming. Ich glaube, das, was wir machen konnten, haben wir jetzt alles. Ja. Ist leider nicht alles. 3 fehlten, ne? Blinding light, and a strange pattern disappeared off the surface of the water. My mind emptied out. But then my senses came alive. I smelled the ocean air, felt the boat rocking, heard the waves rolling, saw someone else was with me. I detected the world for the first time. I was overwhelmed by its beauty and a feeling of possibility. Then I found this journal and I read carefully through each page. It says, "Here is my home, my mom, my friends." I didn't recognize any of them, and the loss hit me. I became aware of a massive absence. And I realized that if it wasn't for this journal, I wouldn't even know I lost anything at all. These pages are a little bridge between us and the world that just disappeared. And I put them together, so that must be who I am. Someone who left their home to take measure of the world before it changed. Here's a record of the people I met along the way, moments from their lives at the end of this era. It seems to have been a season where our minds wandered through memories and dreams of the past. I'll continue taking measure of the world, even if I never make it to a palace of art and memory. No matter where you're reading this, I offer you my journal and the lives inside it. If anything in here escapes from the page into the world, let it be one sentence. Just a few words you heard from a traveler on a bicycle. When at the end of the evening, she turned to you and said, "It is not too late." How to leave home. For my daughter. Find a sacred square of earth. Lay down so you have the dirt at your back. Close your eyes. Close everything. Do you see for yourself? You see for the dead, for the unborn. Do you listen for yourself? You listen for the dead, for the unborn. Your ancestors are in that dirt. All the living and all the dead are holding you up. Now stand. They're still there, aren't they?
It's time to move, to entangle yourself everywhere with everyone. So the next time you lay down in the dirt, you will have so much more to tell them. Hm. Ich würde es wirklich zusammenfassen, auf eine andere Art und Weise natürlich erzählt, aber dass das in unterschiedlichster Art und Weise, unterschiedlichsten entweder zeitlichen Epochen, eben halt Abständen oder sonstigen, ähm, Änderungen, Lebensabschnitte, Zeitalter oder eben halt Momente sind, die von jetzt auf sofort irgendetwas verändern, die in Vergessenheit geraten und oder geraten können und entweder in irgendeiner Art und Weise sich daran erinnert wird, dass Punkte dazu führen, Gegenstände, Gerüche oder ähnliche Sachen, wo man sich an bestimmte Sachen wie schlechte, ne, Tod, Verlust oder ähnliches, wo man sich daran erinnert, genauso aber auch wie gute Sachen dran erinnert. Lebensabschnitte, wie es halt hier dargestellt wurde, wo man eben halt aus dem wohlbehüteten Zuhause weggeht, dann in die weite Welt hinaus, ne? Versucht, die Sachen mitzunehmen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, weil sie halt wichtig sind. Aber es früher oder später immer dazu kommen wird, dass man Sachen vergisst. Das ist jetzt bloß eine Möglichkeit von vielen, vielen, vielen Sachen. Es ist wunderbar dargestellt, an einigen Stellen sehr viel Meta. Wobei ich trotzdem hier an der Stelle wissen wollen würde, was die Season für die Leute ist. Weil die scheint ja hier mehrere zu betreffen. Nicht nur im Kleinen, das Tal, was wir eben halt entdeckt haben, wo wir versucht haben, die Leute zu retten. Wahrscheinlich haben wir nicht mal alle erwischt. Ich weiß es nicht. Aber auch im Großen und Ganzen, denn es scheint ja auch unser Dorf, wo wir hergekommen sind, zu betreffen. Dass wir halt das Ende der Season aufsuchen, wie auch immer, aber eben halt den Weg dorthin halt komplett dokumentieren. Irgendwie ist ja unser Buch dann doch in Hände anderer gelangt. Ja, es ist sehr viel Meta, deswegen, also ich glaube, hier kann man sehr viel reininterpretieren, ohne dass man sich inhaltlich auf das Spiel irgendwie konzentrieren müsste. Aber wir haben letztendlich unterschiedlichste Art und Weisen ja, weiß nicht, von Veränderungen festgestellt oder mitbekommen. Ne? Die Leute im Tal, die von jetzt auf sofort halt ihr Zuhause auf dem Land, was für sie halt Freiheit ist, aufgeben mussten, um in die Stadt zu ziehen, wo sie dann eingepfercht in 79 Quadratmetern sitzen. Wo sie nicht mal wissen, wie sie es reinbekommen, was wir auch nicht mehr wissen, wenn so eine Situation mal einkommen sollte, wo wir mit dem ganzen Zeug, was wir aktuell haben, dann hingehen. Ja? Es hinpacken, es nirgendwo verstauen können. Wir müssen uns dann nämlich von Sachen trennen. Das ist die andere Geschichte. Sachen, die wir bewerten müssen, wie wichtig sie sind. Und wenn man sich von denen trennt, sind sie weg. Und entweder sehnst du ihnen nach, oder aber, weil sie dann weg sind, ist es dann halt auch nicht mehr wichtig. Unwichtig, du vergisst es. So wie du viele Momente in deinem Leben vergisst, früher oder später. Immer. Die wichtigen, prägnanten, die behältst du dir. Daran klammerst du dich gegebenenfalls fest. Im Guten wie auch im Schlechten. Aber die Sachen, die halt nicht so wichtig waren, vergisst du. Blendest du aus und irgendwann kommt es mal wieder. Ein kleiner Funke reicht aus, also Gedankenfunke. Irgendein Geruch, der triggert, irgendein Geräusch, irgendein Ruf oder eine Stimme, die dann bestimmte längst vergessene Sachen dann wieder hervorholt.
Je älter man wird, ich weiß, dass der ein oder andere hier älter ist als ich, ja, ich gehe ja nur auch bald auf die 50 zu. Diese Momente gibt es öfter. Entweder sitzt du dann da und weißt, zumindest da war irgendwas, ne? Kannst dich aber überhaupt nicht erinnern. Und dann gibt es andere Momente, wo dann wie aus dem heiteren Himmel ein Blitz schlägt ein und boah, da war was. Ja. Ähm, Schlimmer wird es nur, wenn das zu einem Moment wird, wo du komplett vergisst. Und das ist das auch mit den, weil ich sagte Meter, je nachdem, wie sich die äh, Lebenssituationen verändern, zum Beispiel, oder eben halt das Leben verändert, in einen neuen Abschnitt eingeht. Das waren zum Beispiel halt die verstorbenen Soldaten auf dem, war ja nicht beim Friedhof, auf diesem Tankstellenparkplatz da, die halt dauerhaft schlafen, als Krankheit, weil sie ja nicht mehr sind. Und deren Leben hat sich komplett verändert, jetzt auf sofort. Ja. Aber ich glaube, das ist halt das Ganze. Es steht, ist auch so ein Brief an die Zukunft, das heißt, das Erlebte wurde niedergeschrieben, die Erfahrung, die man gemacht hat, hat man niedergeschrieben, weil man sie ansonsten vergisst. Wir machen Fotos von Situationen, manchmal viel zu viele. Wenn ich uns dran denke, ist viel zu viel an Bildmaterial da. Manchmal sind die guten alten, hatten doch nichts, Gänsefüßchen, ne? Also war halt nur ein 36er-Film und mit dem bist du halt sorgfältig umgegangen, um das zu machen. Heutzutage drückst du hier Dauerschleife auf der. Aber was wolle, Speicher ist hier noch da, weißt du? Aber äh, die wichtigsten Sachen, die einschneidendsten Sachen, die prägnantesten Sachen, das, was das Leben ausmacht, behältst du entweder in Erinnerung, weil es halt so prägnant war, dass das sich einbrennt ins Hirn. Andere Sachen, die trotzdem wichtig waren, hältst du dokumentarisch fest. Nicht mal beabsichtigt. Du schreibst halt drüber. Du nimmst es auf, nimmst entweder Videos auf, nimmst Fotos auf. Um dann irgendwann drüber zu stolpern, oder eben halt deine Kinder oder wer auch immer. Und zurückblickend eben, darüber feststellen zu können, oder zu lernen, zu erfahren, erleben, herleiten, was früher war, wie es war, weil eben halt irgendwann der Moment da ist, wo es keinen gibt, der etwas erzählen kann. Ja, zum Beispiel. Aber eben halt auch, du kannst auch nicht mehr alles erzählen. Ja? Oder es gibt einen Moment, so wie es bei meiner Oma war, oder eben halt vor knapp jetzt 7 Jahren bei meiner Mutter, sie sind dann schlichtweg nicht mehr da, was zu erzählen. Du bist gegangen, ich jetzt in dem Sinne, ne? Ich bin ja weggezogen, vor über 20 Jahren, schon fast 26 Jahren. Man hat sie doch besucht, aber eben halt viele, viele Dinge hat man selber dann angefangen zu vergessen. Irgendwann kommt der einschneidende Punkt, dann ist keiner mehr da, den du fragen kannst, wie es war. Oder was es doch alles gibt. Wo du dir erklären lassen könntest, was los ist. Du kannst auch nicht mehr fragen, was ist denn damals passiert? Für schlimme Sachen. Ich will jetzt nicht groß wieder die 33 bis 55 Keule rausholen. Jüngste oder jüngere Vergangenheiten ist ja dasselbe. Wie ich darüber nachdenke, immer noch bis heute und den Punkt noch nicht gefunden habe. Ich weiß, dass es möglich ist. Ich muss halt irgendwann mal anfangen, aber mich würde es brennend interessieren, zu erfahren, was mein richtiger Vater, also mein Erzeuger, wann ist er gestorben? 88 ist er gestorben. Was der zu den Jahrzeiten gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass er nichts Gutes gemacht hat. Oder zumindest nebenbei nichts Gutes. Diejenigen, die schon ein bisschen länger zugucken, habe ich ja das eine oder andere schon erzählt. Ansonsten kann man Pappe und Jo angucken. Da habe ich eine Menge darüber erzählt auf meinem Kanal.
dass ich der Meinung bin, bis heute, dass zumindest mein der Vater, wenn auch nur hilfsweise oder unterstützend, wie auch immer, für den Obrigkeitsstaat in der DDR gearbeitet. Es gibt sehr viele, sagen wir mal, Phasen in meinem Kopf, Dinge, die eben halt hängen geblieben sind, die ich mir jetzt sonst nicht anders erklären kann. Ja. Und also einer ist zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen dann mit der Historie auseinandersetzt, vieles, besonders ab einem bestimmten Alter, war nicht so ohne weiteres möglich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das allgemein grundsätzlich überhaupt nicht möglich war, aber wenn halt, also mein richtiger Vater war verhältnismäßig alt gegenüber meiner Mutter. Also mein richtiger Vater wäre jetzt ungefähr in dem Alter, wie es meine Oma war, als sie gestorben ist. Nur um so ein Beispiel zu bringen. Und er hatte eben halt noch mit über 50 Jahren, hat er noch sein Ingenieur gemacht, Fernstudium. Zu der Zeit war, nach dem, was ich mitbekommen habe, nicht so ohne weiteres möglich, wenn nicht der Staat gesagt hätte, ja, du darfst. Wir akzeptieren das. Meine Mutter wollte zum Beispiel Lehrerin werden, da hat der Staat gesagt, nein, ist nicht, du wirst keine Lehrerin. Ich habe im Schrank damals so ein Gerät gefunden, wenn man das mit Schwung geschwungen hatte, hat er sich teleskopmäßig, war ein Gummiknüppel draus geworden. Wenn ich so eine Sache dann assoziiere, muss ich davon ausgehen, dass halt mein richtiger Vater irgendwo im entweder Stasi- oder Polizeiapparat gearbeitet hat. Ich weiß es nicht. Musste es noch herausfinden. Ich weiß, dass die Behörden noch existieren, dass man die Anträge oder die Anfragen noch stellen kann, ob da noch was ist, ne? Ehemalige Gaukbehörde und so weiter. Muss er einfach irgendwann mal machen oder dazu kommen. Das ist halt das Wichtigste. Auf der anderen Seite ist die andere Frage, will man es unbedingt wissen? Was bringt es einem, wenn man es weiß? Ändert es irgendwie den Blickwinkel auf irgendwelche Sachen? Denn von meiner Seite aus, von den Erlebnissen, die ich gemacht habe, siehe, ne, mein Verweis auf Papillon, würde das überhaupt nichts, ob es entlastet oder nicht entlastet, würde überhaupt nichts in meinen Augen an der Person selber verändern. Was er getan hat, was er für ein Mensch war, würde überhaupt nichts ändern. Weil zumindest ich keine positiven Erlebnisse und Erfahrungen mit ihm habe. Und meine Mutter auch nicht. Ja. Deswegen sind wir auch irgendwann, ich habe es ja in der Pause, ne, YouTube kriegst du halt nicht mit, irgendwann mal den Weg aus der anderen großen Stadt, wie gesagt, ich bin in der einen geboren, ich bin dann 30 Kilometer später oder weiter Richtung Berlin in einer anderen größeren Stadt dann aufgewachsen und bis wir dort wieder weggezogen sind. Aus genannten Gründen. Ja, will man wissen, ob was gemacht hat? Ja, also ich möchte es eigentlich wissen. Einfach nur, um eben bestimmte Sachen, weiß ich nicht, Bestätigung zu finden, um eben halt zu sagen, okay, ja, es war so. Eine Erklärung wirst du nie finden oder bekommen. Vielleicht, also bei der Stasi bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie genau das dann nachher in den Unterlagen drin steht. Aber mich würde es schon interessieren, ob und wenn es vielleicht so da drin steht, was der Auslöser war. War es freiwillig? War es gepresst? Ich hab keine Ahnung. Es passen halt so viele Sachen nicht zusammen. Wenn man weiß, dass zum Beispiel, wenn man Westpakete bekommen hat, also man hatte Westverwandtschaft, dann gab es dann halt diese Westpakete. Das bei uns. So habe ich das zumindest gelernt. Die waren in der Regel hochgradig kontrolliert, der Inhalt. Da waren auch Sachen dann draußen aus den Paketen. Schokolade, Kaffee, sowas alles. Weil
hatte ja nichts. Also viele Sachen wurden einfach dann aus Westdeutschland eben halt geschickt, weil man eben halt dachte, man tut was Gutes. War ja auch okay, aber eben halt hatte eine andere Situation oder fühlte sich an. Ich hatte damals zum Beispiel aus der Westbekanntschaft, oder nicht Bekanntschaft, Verwandtschaft von meinem richtigen Vater, hatten wir dann, ich weiß nicht wann das war, 87, also vor der Wende definitiv, 87, funkferngesteuertes Auto, ein Opel Ascona, das weiß ich noch, so ein Rallye-Optik, Plastik, der auch wirklich funkferngesteuert. Da hatten wir noch das mit dem Kabel dran und dem Drehlenkrad und der 9 Volt Blockbatterie. Ja? Wo du dann so agiert hattest. Und da war ein funkferngesteuertes Auto, mit dem ich rumgespielt habe. Und das Ding wäre nie, bin mir ziemlich sicher, nie in der Form angekommen, wenn da nicht irgendwelche Sachverhalte existiert. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich weiß es halt nicht. Das ist alles nur Mutmaßung. Was will ich damit sagen? Wenn wir nichts aufschreiben, wenn wir nichts dokumentieren, ich meine jetzt nicht wirklich hochgradig dokumentieren, wenn wir nichts aufschreiben, wenn wir nichts dokumentieren, wissen wir nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, wie es war, wenn es keinen mehr gibt, der uns etwas in irgendeiner Art und Weise erzählen kann. Und ob wir entweder die Fehler nochmal wiederholen oder eben halt aus den Sachen, die wir wissen, lernen, dass wir sie nicht nochmal machen. Siehst du? Aber gut, ich glaube, 89 oder 87 brauchtest du das nicht, ne? Wenn du schon ein paar Tage auf dem Buckel hast, warst du ja da, brauchtest du ja kein funkferngesteuertes Auto. Ich glaube, die kamen da auch gerade erst raus, oder? Keine Ahnung. Genau. Schönes Spiel. Wie gesagt, an einigen Stellen ein bisschen langatmig, aber es war halt naja, ein Cozy würde ich jetzt nicht sagen, aber eben halt ein Chill-Out-Spiel, weil es war und ging halt ums Erkunden, Aufzeichnen, Dokumentieren. Haben wir nicht alles gemacht? Bestimmt haben wir noch eine Sache übersehen oder verloren. Ja, ich konnte noch nicht alles fertig machen, aber schön auf jeden Fall. Danke für den Kommentar. Gut, liebe Leute, das soll's für YouTube hier gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Spiel. Euer Firefox.